Stell dir eine Kraft vor, die so stark ist, dass sie Blitze erzeugt, aber so fein dosiert, dass sie deine Nervenimpulse steuert. Diese Kraft gibt es. Und ohne sie gäbe es keine Technik, kein Smartphone und keine Ingenieursklausuren. Mein Name ist Jan Jellow, ich bin Professor an der Rheinischen Hochschule Köln und möchte dir helfen, deine nächste E-Technik-Prüfung zu bestehen. Fangen wir ganz vorne an, und ich meine wirklich vorne, vor 2600 Jahren. Die alten Griechen, genauer gesagt Thales von Milet, spielten gerne mit Steinen. Es ist später Nachmittag. Thales nimmt entspannt einen Bernstein in die Hand und reibt ihn mit einem Wolltuch. Plötzlich fängt der Stein an, kleine Gegenstände wie Stroh oder Federn anzuziehen. Für den Griechen ist das wie Magie. Für uns Ingenieure ist das der Gamechanger, der Startschuss für die Elektrotechnik. Deswegen haben wir aus dieser Zeit das Wort Elektron beibehalten. Es ist nämlich die altgriechische Bezeichnung für Bernstein. Wir wissen heute, die Anziehung der Federn ist keine Magie, es ist eine physikalische Eigenschaft des Bernsteins und der Federn. Wir nennen sie Ladung. Merk dir für deine Prüfung 2 Hauptdarsteller. Das Proton, das ist positiv geladen, das Elektron, das ist negativ geladen. Der Clou dabei, beide tragen betragsmäßig exakt dieselbe Ladungsmenge, nur das Vorzeichen ist anders. Sie sind die kleinstmögliche Ladungsmenge, die es gibt. Darum sind alle anderen Ladungen nur Ansammlungen von solchen Elektronen oder Protonen. Die kleinste Portion Ladung nennt man Elementarladung, abgekürzt mit einem kleinen e. Wichtig für dein Verständnis, Ladung ist quantisiert. Es gibt keine halben Elektronen. Du kannst Ladung also nicht stufenlos wie Wasser aus einem Hahn drehen, sondern eher wie Legosteine stapeln. Und deshalb gilt die Formel, die Ladung Q eines Nervenimpulses oder in einem Blitz ist immer ein ganzzahliges Vielfaches dieser Elementarladung klein e. Zum Beispiel wäre die Ladung Q des Legoturms gleich 7 mal e. Aber wie würdest du das jetzt im Labor messen? Elektronen zählen? Vergiss es. Pellets werden auch nicht einzeln gezählt. Um bei Alltagsgegenständen eine messbare Ladung zu haben, bräuchten wir Billiarden von Teilchen. Ähnlich wie man Pellets in Säcken abfüllt, nutzen wir als Gebinde für Ladungsträger das Coulomb. Stell dir ein Coulomb also einfach wie einen Sack vor. Ein Sack Elementarladungen entspricht insgesamt einer Ladung von einem Coulomb, abgekürzt mit einem großen C. Um diesen Sack voll zu kriegen, brauchst du unfassbare 6,24 mal 10 hoch 18 Elektronen. Andersrum heißt das, ein einzelnes Elektron oder Proton ist winzig. Es hat nur eine Ladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Damit du ein Gefühl für die Größenordnung bekommst, hier mal 2 Zahlen aus der Praxis. Nummer 1. Eine Gewitterwolke entlädt sich. Da fließen gigantische Ströme, aber die transportierte Ladung liegt nur bei etwa 10 Coulomb. Aber 10 Coulomb können dich zeichnen oder dich umbringen. Nummer 2. Du läufst über einen Teppich und kriegst einen gewischt. Da reden wir gerade mal von 10 hoch minus 8 Coulomb. Du siehst, ein ganzes Coulomb ist eine verdammt große Ladungsmenge. Mal sehen, was du behalten hast. Kommen wir zum Zusammenfassungsquiz. Was heißt Bernstein auf Griechisch? Elektron. Welches Teilchen hat eine positive, kleinstmögliche Ladung? Ein Proton. Wie nennt man dessen Ladung, die ja die kleinstmögliche Ladung ist? Ganz allgemein Elementarladung. In welcher Einheit wird die elektrische Ladung gemessen? In Coulomb. – 1,602 mal 10 hoch minus 19 Elektronen. Wie viel Coulomb hat ein Gewitterblitz? Etwa 10 bis 100 Coulomb. Ich hoffe, ich habe Licht in das Dunkel der Ladungsträger gebracht. Wenn ja, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Dir noch viel Erfolg beim Lernen. Wir sehen uns in der nächsten Vorlesung oder im nächsten Video. Ciao.